Und einer von den wichtigsten Rhythmen in Jazz ist der Offbeat. Und das ist auch etwas, was Lässigkeit ausdrückt. Es ist nicht nur im Jazz der wichtigste Element, sondern auch in Rock, auch in Gospel, auch im Pop, auch im Musical und all in diesen Stilrichtungen. Und Offbeat wirkt. Wie funktioniert Offbeat? Naja, es gibt einen Grundrhythmus. Das ist, vielleicht habt ihr schon öfters Dirigenten gesehen, die 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 so gezeigt oder gezählt haben. Das ist der Grundrhythmus. Das kann natürlich auch schneller sein. Und es gibt einen Melodierhythmus. Zum Beispiel, ich nehme das Lied Du hast Erbarmen. Dann der Melodierhythmus ist so. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Das ist die Melodierhythmus. Und Offbeat ist eine Struktur von den beiden Rhythmusebenen, also von dem Grundrhythmus und dem Melodierhythmus. Und die Melodierhythmus muss an einigen Stellen kurz vor dem Grundrhythmus kommen. Dann entsteht Offbeat und entsteht eine Swing, eine Schwingung. Ich erkläre das dann später. Jetzt zuerst ein Beispiel für Offbeat. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Genau, und jetzt spiele ich das ganz langsam nochmal und ich werde klatschen, wo der Offbeat ist. Ja, dieses Lied war übrigens aus dem Liederbuch Leben aus der Quelle. Aus dem. Jetzt ein Zitat zum Offbeat. Nach Joachim Ernst Behrendt wecken Offbeat-Betonungen beim Hörer das Bedürfnis nach rhythmischer Bewegung, weil das Unterbewusstsein durch eine Bewegung vom vorgezogenen Akzent hin zum unbetonten Beatschlag beide miteinander verbinden will, um so das Auseinanderfallen vom Beat, von dem Schlag und Akzent zu heilen. Oft sieht man auch diese Schwingung beim Pianisten als so eine lockere, lässige Bewegung am Kopf oder am Körper. Jetzt möchte ich kurz ein Video zeigen ohne Ton. Jetzt kommt der Kontrabassist mit dem Kopf. Das kann man ganz deutlich sehen. Ja? Das bewirkt Offbeat. Gut, jetzt möchte ich noch ein Lied vorspielen, das auch Offbeat hat. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Und du erforschst mich, veränderst mein Denken, nur noch aus dir will ich leben, oh Herr. Und du erforschst mich, veränderst mein Denken, nur noch aus dir will ich leben, oh Herr. Das ist das Titellied von dem Buch Leben aus der Quelle. Und hier ist einerseits Offbeat, andererseits eine eher traurige Stimmung. Eine traurige Stimmung, wo die Dissonanzen auch nicht so wirklich aufgelöst werden, sondern in diese depressive Stimmung bleiben, sagen wir so.
Und es gibt natürlich, wie sie singt, viele Schleifetöne, also diese lässige, sexy Art. Und ja, auch der Text ist nur eine sehr allgemeine Botschaft. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Und du erforschst mich, veränderst mein Denken, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Also ich denke, das ist eine Botschaft, womit auch ein Buddhist einverstanden wäre, weil es sagt eigentlich, ja, aus einer Quelle leben. Es kann auch eine Energie sein, eine esoterische Energie. Also es ist ein Text, was nicht unbedingt unsere adventistische Botschaft ausdrückt, sondern es ist so ein sehr allgemein gehaltener Text. Ja? Und das Problem ist mit diesem Liederbuch, dass es gibt ca. 45% von Liedern, die Offbeat haben und auch ein großer Prozent, die so einen Emotionsfehler mit meinen Worten haben, also wo das Gefühl von dem Text einen anderen Gefühl ist, wie das Gefühl von der Musik. Das passt nicht zusammen. Und ja, jetzt haben wahrscheinlich viele die Gedanken, ja Daniel, es ist halt, wir spielen das doch nicht so intensiv wie in diesem Lied, wie wir das spielen auf dem Klavier, das klingt eh nicht so intensiv. Aber ich habe 3 Punkte mir aufgeschrieben. Erstens, die Lässigkeit ist trotzdem zu spüren. Zweitens, auch wenn es zum Beispiel ohne Schlagzeug und Synthesizer eine geschwächte Form wäre, die Wirkung der Musik wird intensiver dadurch, dass wir sie selber spielen, dass wir sie selber singen, dass wir sie gut kennen. Und wenn diese Geschwister meinen, dass es eh nicht so intensiv ist, dann warum wollen sie das überhaupt? Und wir haben gesehen, dass selbst die Texte sind nicht so wertvoll, dass wir das unbedingt in unsere Gemeinde reinbringen sollten, weil es ist eher ein Text, was mit der charismatischen Bewegung gut zusammenstimmt. Gut, ich möchte ein Zitat wieder lesen von Ellen White. Engel sind um jene Wohnung versammelt. Dort ist die Jugend beisammen. Man hört Gesang und Instrumentalmusik. Da sind Christen versammelt. Aber was hört man? Es ist Gesang, ein leichtfertiges Liedchen, also so ein lässiges Liedchen, geeignet für den Tanzsaal. Siehe, die reinen heiligen Engel sammeln ihr Licht ein und die im Raum Versammelten werden in Finsternis zurückgelassen. Die Engel entfernen sich von der Szene. Also wir haben gesehen Offbeat und Lässigkeit. Jetzt möchte ich noch eine Rhythmusstruktur vorstellen. Das nennt man Backbeat in Englisch. Das ist ein Rhythmus, das gegen den natürlichen Rhythmen des Körpers gerichtet ist. Den nächsten Zitat bringe ich von dem Buch von Samuele Bacchiocchi, Christian and Rock Music. Es ist dieses Buch auf Englisch, aber auch sehr interessant zu lesen. Rockmusik kehrt die normale Ordnung der Schläge um, da sie die Betonung auf die leichte Taktzeit gibt. Es ist übrigens nicht nur Rockmusik, es ist auch beim Popmusik so und auch beim Musical so, ja, es ist fast überall so. Denn normalerweise wäre in der Musik der Rhythmus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja? Und Rockmusik kehrt das um. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 3. Ja? Ja, ich möchte jetzt ein Lied vorspielen, ein geistliches Lied, was ich oft in der Jugendstunde gehört habe, übrigens. Der Text ist: Unser Gott ist ein großartiger Gott.
drei, vier. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2. Es ist keine Inszenierung, es ist das Gefühl, das Hochgefühl, was die Musik in sich trägt und wirkt in den Menschen. Ja? Wir hören hier sehr stark diesen Backbeat, 1, 2, ja? Und was interessant ist bei diesem Lied, dass auch ohne der Begleitung, ich sage, es ist in der Begleitung diese 1, 2, 3, 4, aber es ist die Melodie so aufgebaut, dass es auch ohne der Begleitung zu diesen Betonungen kommt, weil die Melodie und die Harmonie so konzipiert ist, dass sie diese Betonungen suggeriert. Und daher ist wichtig, dass wir diese Lieder nicht übernehmen, auch nicht die Melodie, weil dieser Beat liegt in der Melodie. Und ja, es gibt immer wieder Geschwister, die gerne diese Musik in unsere Gemeinde bringen wollen. Und ich verstehe das auch, dass es ein bezauberndes Gefühl ist, aber ich bin der Überzeugung, dass es nicht richtig ist. Und ich habe genug Grund dafür, das zu glauben. Oft wird gesagt, ja, Daniel, dann spiel halt auf dem Klavier ohne diesen Backbeat und ohne diese schlechte Begleitung. Aber das ist leider unmöglich. Man kann das nicht. Es ist alles in der Melodie.